In diesem Video setzen wir unsere Tour auf der Carretera Austral fort. Es wartet wieder schönstes Panorama auf uns und eine ganz besondere Kajaktour, die wir so schnell sicherlich nicht vergessen werden. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sparen Energie, morgens sind es 1100 Höhenmeter. Irgendwie haben wir da scheinbar das Briefing nicht so richtig gelesen. Los geht's! Feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Ja, also das Thermometer sagt 4 Grad und es schneit. Irgendwas stimmt hier nicht. Wenn das jetzt kein Nationalpark wäre, dann wäre Drohnenschaft ultra krass. Bereits im letzten Video haben wir euch auf Chiles berühmteste Fernstraße mitgenommen. Jetzt geht es weiter entlang der 1240 Kilometer langen Carretera Austral durch eine der abgelegensten Regionen Patagoniens. Los geht es direkt mit einem beeindruckenden Wasserfall am Wegesrand. Wie ihr vielleicht gerade auf dem Drohnenshot gesehen habt, sind wir gerade an einem ziemlich beeindruckenden Wasserfall vorbeigefahren. Wir haben die Gischt schon vom Weiten spritzen sehen. Und jetzt gehen wir gerade mal noch ein kurzes Stück zurück, um uns das ganze Spektakel nochmal anzuschauen. Why do I see you when your eyes can't see me back? Why have you been fighting? What's here between us? You're not gonna find your story in your past. All I know. Wir sind hier auf der X723 unterwegs und hier ist gerade eine richtig spektakuläre Schlucht. Leider kann man nicht so richtig reingucken in die Schlucht. Maybe it's easier to reach for you than it is to fall down in someone new. And maybe I've been fighting to disprove the truth, that it's more about winning your love than it is about you. Yeah, I may want you right now, but I'm not gonna let you in, 'cause you're just gonna let me down. Why do you lose yourself to me if you don't wanna be found? And why have you been leaving all your doors unlocked if you're not gonna let me in your house? All you know is what you want. Maybe it's easier to reach for you than it is to fall down into someone new. And maybe I've been fighting to disprove the truth, that it's more about winning your love than it is about you. Yeah, I may want you right now, but I'm not gonna let you in, 'cause you're just gonna let me down. Ooh. Why do we look for love in places love never promised it would be? And why do we call our emotions the truth and
can see. All we know is that we're alone. No. Maybe it's easier to reach for you, 'cause it hurts too much to fall for someone new. And maybe I've been fighting to disprove the truth, 'cause it's more about winning your love than it's even about you. Wir verlassen unseren Platz an dieser schönen Straße hier und gerade zieht das Panorama richtig auf. Sieht sehr, sehr cool aus. Entlang der Carretera Austral liegen hunderte Gletscher, tausende Seen und Lagunen sowie einige der größten zusammenhängenden Eisfelder außerhalb der Antarktis. Kaum eine andere Straße der Welt führt auf so kurzer Distanz durch eine derart extreme Vielfalt an Landschaften. Wir haben unser Plätzchen für die Nacht gefunden. Hier direkt am Fluss, ist aktuell ein bisschen windig. Das Verrückte ist auch, dass überall in den Bergen da hinten so ab ungefähr 1000 Meter Schnee liegt. Morgen soll es irgendwo da hochgehen. Deswegen sind wir heute auch nur eine halbe Stunde gefahren. Aber hoffen wir mal, dass das Wetter morgen noch besser ist, als es jetzt ist. Heute Morgen war es nämlich nicht so gut, aber jetzt ist schon ganz gut sonnig. Es ist definitiv schweinekalt. Aber es war eine gute Erfrischung. Und da oben, nicht ganz da hoch, aber dahinter ist eine Lagune. Da will ich ja morgen hin. Und deswegen tut so eine Erfrischung vorher auf jeden Fall gut. Eigentlich wäre es besser gewesen, wenn man erst sich ordentlich bewegt hätte, aber wir sparen Energie. Morgens sind es 1100 Höhenmeter. Guten Morgen. Ich habe schon 3 Kilometer Schotterpiste wandern hinter mir, weil da vorne eine steile Stelle war, die wir nicht fahren konnten. Und jetzt gleich biege ich dann tatsächlich auf den richtigen Wanderweg ab. Dann geht's hoch zur Lagune Cerro Castillo. Jesse ist heute nicht dabei. Das ist eine lange Wanderung. 20 Kilometer und 1100 Höhenmeter. Sie ist heute nicht so fit. Demzufolge ich mich alleine auf dem Weg. Da hinten geht jetzt auch gerade erst die Sonne auf. Mittlerweile ist nämlich Sonnenaufgang um 7 Uhr. Und hier startet der eigentliche Weg. Und ich hoffe, das Tor ist jetzt nicht abgeschlossen. Aber wir können an der Seite drüber gehen. Okay. Das Tor wäre nämlich abgeschlossen. Also Glück gehabt. Eigentlich macht der Park nämlich erst um 8 Uhr auf. Und 8 Uhr ist ein bisschen spät, aber der Chilener an sich ist sowieso immer ein bisschen spät unterwegs. Und jetzt geht es hier noch über den Campground. Und dann sollte der Weg gleich starten. Hier laufen schon ein paar Hasen weg. Und das Panorama kann sich sehen lassen. Aktuell sind auch keine Wolken da, nur hinter mir. Jetzt bin ich hier am Eingang um kurz vor 7 und jetzt werde ich nicht reingelassen, weil man muss hier am Kassenhaus was noch machen. Ich habe heute Morgen noch ein Ticket gekauft, in der Hoffnung, dass ich einfach durchspazieren kann. Aber nee, geht nicht. Um 7:30 Uhr kommt hier einer und dann muss man entsprechend noch irgendwas machen. Natürlich nicht so gut. Ich wollte möglichst früh oben sein, um gutes Wetter zu genießen. So, da kam gerade eine ganze Truppe von Rangern, keine Ahnung was. Ich musste kurz mein Ticket zeigen, eintragen, dann gab es eine kurze Unterweisung zum Weg. Und jetzt darf ich dann losgehen. Wie viel Uhr haben wir? Ich kann es gar nicht sehen. Kurz nach 7. Und jetzt geht's hoch
Glücklicherweise ist noch kein anderer da. Demzufolge bin ich immer noch der Erste. Allerdings ist es jetzt mit ein bisschen kalt geworden, weil ich da jetzt eine halbe Stunde rumsaß. Ich habe schon eine zweite Jacke abgezogen. Der erste Kilometer ist geschafft. Also ich habe natürlich schon mehr. Aber der erste Kilometer des offiziellen Trails. Die Hälfte der Strecke ist grob geschafft. Die Bäume werden immer niedriger. Hier ist auch schon ein bisschen Bodenfrost. Und gleich werden wir die Baumgrenze überschreiten. Und dann mal schauen, ob wir noch die Schneegrenze erreichen. Die war nämlich vorgestern bei 1000 Meter. Aber wahrscheinlich wird es jetzt auch mit der Sonne sehr schnell schmelzen. Nur über 1000 wird es auf jeden Fall gehen. Also der Blick ins Tal ist schon mega. Leider ein bisschen viele Wolken, aber das Tal ist frei. Ich bin bei Kilometer 5. Hier gibt es nochmal eine Toilette und man kann auch Trinkwasser auffüllen. Und ich glaube tatsächlich, dass hier erst der Nationalpark anfängt. Und dass unten, ich jetzt $20 für bezahlt habe, dass es einfach nur Privatgelände ist. Und ich glaube, der Nationalpark kostet einfach nichts. Also schon ein bisschen krass, dass man dafür dann so viel Eintritt bezahlen muss. Normalerweise kostet der Nationalpark 12 Euro ungefähr in Chile. Aber ja, wir machen. Aber die Aussicht ist trotzdem ganz gut, würde ich sagen. Also ich musste tatsächlich gerade wieder eine Jacke anziehen. Der Boden hier ist noch gefroren und es weht ein leichter Wind, der sehr, sehr kalt ist. Aber gut, da oben liegt halt auch Schnee, wo der Wind herkommt. Und vielleicht haben wir aktuell so 5 bis 8 Grad, würde ich mal schätzen, Außentemperatur. Und im Winter ist es natürlich wesentlich kälter. Aber ich bin auf dem letzten Kilometer. Der hat aber nochmal Höhenmeter. Hier ist dann mal ein Seil, wobei ich nicht genau weiß warum. Das ist nämlich genauso steil wie die ganze Zeit. Ich hatte gedacht, die wäre schon näher dran. Aber da oben kommt noch eine Kuppe. Aber das Ziel ist sehr, sehr nah und nahezu wolkenfrei. Ich bin da. Ich musste mal direkt noch was Wärmeres anziehen, weil es hier ganz schön zieht. Aber das Panorama, das ist auf jeden Fall spektakulär. Unten die Lagune, oben das Cerro Castillo. Noch ein bisschen eingepudert vom Regen der letzten Tage, aber schon sehr, sehr schön. So, es geht zurück und kaum bin ich hinter einem Stein hervorgekrochen, wird es direkt auch wieder windig. Man könnte theoretisch so hier hinten rüber, da irgendwo rüber, könnte man noch zu einer anderen Lagune gehen. Aber das Wetter ist nicht so top und wir wollen später noch 3 Stunden fahren, da wir morgen früh schon die nächste Sache geplant haben und die wäre mit Sicherheit auch sehr cool. Und da die Wetterfenster aktuell nicht so optimal sind, müssen wir mal schauen, dass man die gut ausnutzt. Da drüben sieht man einige kleine Punkte. Da sind bestimmt 10, 15 Leute im Berg, die da oben rüber gehen und dann zur anderen Lagune noch. Der Talblick ist auch wie aus einem Bilderbuch. Ich bin jetzt an der 5-Kilometer-Marke wieder, da wo der Nationalpark eigentlich auch anfängt. Da saß tatsächlich gerade nochmal ein Typ, der Tickets kontrolliert hat. Der war heute Morgen noch nicht da, wahrscheinlich ist er ein bisschen später aufgestiegen.
oder aufgestanden, weil da ist nämlich auch ein Zelt gewesen. Da, wo alle herkommen, müsste ich eigentlich runter. Aber da ist auch noch ein Weg und der wird direkt zum Camper führen. Deswegen nehmen wir den. Dann schauen wir mal, ob es klappt mit dem Weg. Da würde ich mir nämlich 3 Kilometer Schotterpiste sparen und so wahrscheinlich auch noch ein bisschen Weg auf den Nationalpark-Wanderkarten beziehungsweise auf den privaten Karten des Parkes, der kein offizieller Nationalpark ist. Da ist der Weg nicht verzeichnet, aber wahrscheinlich wollen sie nicht, dass die Leute hier lang gehen, weil sie dann nämlich nicht am Bezahl-Checkpoint vorbeikommen würden. Aber der Weg sieht eigentlich ganz gut aus. Schauen wir mal, ob wir am Camper rauskommen. Sonst könnte es ein Umweg von ein paar Kilometern werden. Der Weg ist teilweise interessant, aber es liegen immer Hölzer aus. Also heißt es, es wird wohl irgendwie begangen. Früher aufstehen hat sich mal wieder gelohnt. Der Berg ist jetzt teilweise in den Wolken und es hängen auch ordentlich Wolken drüber. Aber ja, zum Glück waren wir noch früh genug. Wäre nämlich verdammt ärgerlich gewesen, wenn ich wegen den 40 Minuten, die ich da unten warten musste, Wolken gehabt hätte. Aber hat ja gepasst. Erst beim Losgehen oder Zurückgehen sind die Wolken mehr geworden. Ich muss sagen, hier der Weg ist echt sogar schöner als der andere. Also hier durch so ein Grasbuschlandschaft. Und da hinten ist man ja eher durch Wald gegangen und es war auch viel steiler. Kann natürlich sein, dass jetzt hier noch ein steiler Abstieg kommt. Aber aktuell sieht es sehr entspannt aus. Sogar ein Kilometerschild. Interessant. Also scheint es ja doch mehr oder weniger ein offizieller Trail zu sein. Vor allen Dingen haben jetzt auch seit kurzem wieder rot-weiße Markierungen angefangen. Aber naja, die sind nicht mehr so ganz gut in Schuss. Hier unten liegt eine Stange und da steht eine. Aber naja, mit GPS ist es ja sowieso kein Problem, den Weg zu finden. Wobei hier gibt es schon ein paar, also muss man immer wieder aufpassen und die richtige Abzweigung nehmen. Wir kommen scheinbar zu einem Canyon und da unten fließt ein Fluss. Ui, da hinten ist ein Wasserfall, der ist aber relativ weit weg. Ich glaube, man kann es nicht sehen, aber das sieht schon nice aus. Da unten unterm Berg ist ein Wasserfall. Wir kommen der Zivilisation näher. Es kommt ein Zaun und hier muss man drüber. Aber ich sag mal so, nicht mehr so der beste Zustand, aber wir werden es schon irgendwie schaffen. Ein Zaun heißt natürlich in der Regel auch Privatgelände. Ich bin jetzt mal gespannt, ob irgendwo noch einer ein bisschen Geld haben will. Ich habe nirgendwo was dazu gelesen. Im Wanderführer war es auch nicht so klar. Wahrscheinlich saisonabhängig, aber wir haben Hauptsaison. Mal gucken, ob unten einer steht und die Hand aufhält. Und der Weg ist auf jeden Fall wesentlich kürzer, als wenn man zum Eingang von heute Morgen zurückgeht. Natürlich nur, wenn man da campt, wo wir gecampt haben. Ist jetzt tatsächlich ein Schild, dass man den Weg nicht hochgehen soll. Aber ich gehe ihn ja runter. Also soll es eigentlich kein Problem sein. Also scheinbar wird man dann im Ranger Checkpoint, der heute Morgen, als ich losgegangen bin, noch nicht besetzt war, zurückgeschickt. Aber wenn man ein Ticket hat, macht es keinen Sinn, dass man nicht zurückgeschickt wird, oder? Also wenn man ein Ticket hat, dann sollte der Ranger das ja auch sehen. Oder man kann es ihm zeigen. Und dann könnte man vorbeigehen. Aber weiß ich jetzt nicht genau, will ich meine Hand nicht für ins Feuer legen. Vielleicht muss das Ticket unten gescannt werden und dann oben, weil die haben nicht irgendwie so eine App. Und da wurde ich dann eingecheckt. Ja. Aber ich glaube, runtergehen ist auf jeden Fall kein Problem. Und der Weg ist auf jeden Fall schöner zum Runtergehen. Man geht hier irgendwie so, es fühlt sich ein bisschen an wie in den Alpen. Und in den Voralpen, ja. Allgäu so. Aber gerade nicht mehr der Weg da. Ah, da hinten sind Pfosten. Okay. Das nächste Tor kommt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie aufkriegen. Aber sollte irgendwie gehen.
Notfall da unten runter durch. Ich habe die Öffnung vom Tor auf der falschen Seite gesucht. Sie war einfach da. Einfach so ein Draht zweimal drum gewickelt und lässt einfach durchgehen. Aber hier steht jetzt schon zum 3. Mal da, auf den Zetteln, dass man den Weg nicht hochgehen soll. Also sie meinen das sehr ernst. Aber ich gehe mal noch runter. Ich bin sogar gleich schon da. Und habe damit mit Sicherheit 3 bis 4 Kilometer gespart. Und der Fluss hat eine richtig coole Farbe. Hier sind ein paar Hütten und hier soll es eigentlich auch ein Campground geben. Aber naja, wie steht da ein Boot und so? Sieht erstmal sehr ruhig aus. Mal schauen, ob ich was bezahlen muss. Campground ist eigentlich nicht schlecht, aber hier ist einfach keiner. Gut, das Klohäuschen ist auch verrammelt. Also das sieht aus, als wäre das hier mal ein Kassenhäuschen gewesen, aber eher geschlossen. Ah, okay. Hier steht dann nochmal, dass man hier nicht durch darf und da auch nicht. Okay. Also ist wohl eher nicht gewünscht, dass man diesen Weg nutzt. Und damit, nach meinem illegalen Durchwandern von Privatgrundstück, aber stand ja oben nicht, also kann man es auch nicht wissen, bin ich zurück am Kipper, 16,8 Kilometer. Knapp 7 Stunden, aber ich habe auch 42 Minuten Pause gemacht, einmal Zwangspause und einmal Aussicht genießen, Pause da oben an der Lagune und ja, demzufolge 7 Stunden und es waren 1150 Höhenmeter. Und wäre ich den gleichen Weg zurückgegangen, wären es locker 3 Kilometer mehr gewesen. Everything's trying to stop me, and everybody wants to ask me why. No, I'm listening to what they say. They be selling all the same old lies. Am I just scared to jump the price to fly? Is going up, yeah. And I've got time, so I'm still hoping. Wir haben die Schotterpiste geschafft. Am Anfang stand es sind 17 Kilometer. Als die oben waren, waren es nochmal 15. Ich dachte, na gut, brauchen wir dafür keine Luft ablassen. Naja, wir sind jetzt bei 104 Kilometer Schotter gewesen. Ja, irgendwie haben wir da scheinbar das Briefing nicht so richtig gelesen. Dann hätten wir auf jeden Fall mal Luft abgelassen. Wäre ein bisschen bequemer gewesen, aber na, jetzt zu spät. Und jetzt fahren wir hier noch auf einen Campground. Dann gehen wir, glaube ich, auch relativ zügig ins Bett. Ja, was ist denn hier los? Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ich muss euch gar nicht mehr sehen, ich hab's gehört. Der Klang, Es läuft irgendwas hier hoch, das müsst ihr sein. Unser Stellplatz für die Nacht, nicht optimal gerade, aber naja, da hinten die Wiese ist komplett voll mit Zelten. Guten Morgen, wir sind schon um 6 Uhr losgefahren, haben jetzt volles Equipment hier und gleich geht es aufs Wasser raus. Leider können wir nicht mit dem eigenen Boot fahren, weil man einen Guide braucht, weil wir nämlich in so ein Schutzgebiet reinfahren und deswegen haben wir uns dazu entschieden, einen Guide zu nehmen und dann entsprechend natürlich auch die Boote vom Guide. Zudem wäre die Anfahrt hier auch schon steil gewesen. Also, schauen wir mal, dass wir jetzt aufs Wasser kommen. Los geht's! Falsche Richtung! Links rum!
Rechts paddeln, wir haben kein Ruder. Wir gehen ganz zu Ulmis. Ja, weil ich zu groß dafür bin. Also wir geben unser Bestes. Wir haben 2 Doppelkajaks genommen und haben gedacht, das kriegen wir ein bisschen besser unter Kontrolle, als wenn ich hier im Einzelkajak mich die ganze Zeit im Kreis drehe. Aber so richtig gut sind wir darin nicht. Unser Ruder funktioniert aber auch nicht, weil Martins Beine zu lang sind. Und bei Julia und Markus geht das irgendwie auch nicht. Ja, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Kommt schon an. Während wir über das türkisfarbene Wasser des Sees paddeln, wird schnell klar, warum die Marmorhöhlen hier zu den bekanntesten Naturwundern Patagoniens zählen. Um dieses Schauspiel nicht mit so vielen Menschen teilen zu müssen, sind wir mit unserem Guide 1 Stunde früher als die üblichen Touren gestartet und haben so auch noch das Glück, die tolle Atmosphäre des Sonnenaufgangs mitzuerleben. Diese beeindruckenden Formationen aus massivem Marmor wurden über Jahrtausende von Wind, Wellen und dem Schmelzwasser der umliegenden Gletscher geformt. Dabei entstanden Höhlen, Tunnel und Säulen, die heute wie ein Kunstwerk der Natur wirken. Je nach Sonnenstand verändert sich das Farbenspiel ständig. Die glatten Marmorfelsen schimmern in Blau, Weiß und Grautönen und spiegeln das intensive Türkis des Sees wider. Every flaw tells a story. The rarity, the clarity, it's priceless and unlike anything they've seen. Pulled up to the surface from the dust. Even if it takes 100,000 years, I'll be enough. Shine, unlike any other. Something undiscovered, left to crystallize. Give it time, put it under pressure. Hold it to the fire, diamond in disguise. Meant to shine, one of a kind, a timeless design, catching your eye. Shine, unlike any other, something undiscovered, left to crystallize. Give it time, put it under pressure, hold it to the fire, a diamond in disguise, meant to shine, meant to shine. So, wir sind jetzt mit den wichtigsten Punkten hier durch. Das ist noch echt ganz gut. Also ich glaube, keine Ahnung, hier sind 6 Boote, da hinten kommen nochmal 10. Also es wird so langsam echt richtig voll. Und wir waren halt als erstes hier überall da. Von daher hat sich das frühe Aufstehen auf jeden Fall gelohnt. Wir sind wieder unterwegs. Ich habe auch mal Luft abgelassen, weil ich habe mal recherchiert. Und jetzt kommt nur noch Schotter. 2, 3 Abschnitte sind asphaltiert, aber das sind nur 10, 20 Kilometer. Das heißt, der Rest der Carretera Austral, im Prinzip von Via Cerro Castillo bis Via O'Higgins, ist komplett Schotter. Und wir müssen ja wieder ein Stück zurück, weil unten ist halt einfach eine Sackgasse. Nach unserer Tour auf dem See fahren wir auch noch eine Weile am See entlang. Diese Strecke hier, vorbei an diesem beeindruckenden Türkis, ist wirklich unglaublich. Und es soll noch nicht das Ende sein. Unsere Etappe bis zum tatsächlichen Ende der Carretera Austral seht ihr aber erst in der kommenden Woche. Falls ihr mögt, schaltet also auch gern nächsten Donnerstag wieder ein. Und bis dahin sagen wir Danke für all eure Likes, Kommentare, Abos, Mitgliedschaften und Spenden in unsere Dieselkasse. Das bedeutet uns wirklich viel. Also dann, bis nächste Woche.